Wie man es im Hintergrund schon erahnen kann, der Winter naht und ich habe die perfekte Schneefräse dabei, den neuen Golf R 8.5 in der Black Edition. Mein Name ist Thomas und den schauen wir uns heute mal genauer an. Viel Spaß! Ja, bevor wir richtig reinstarten in die Thematik, was ist beim Golf R 8.5 in der Black Edition nicht Serie? Die Farbe Schwarz, die kostet 810 € Aufpreis. Das muss man sich auch erstmal ausdenken, oder? Aber auf den Preis vom Golf R komme ich am Ende vom Video noch zu sprechen. Jetzt geht es erstmal um die Frontpartie. Was hat sich geändert? Was ist neu? Wir haben neu gestaltete IQ Light LED Matrix Leuchten. Dann zeigt sich das Imperium jetzt durch ein beleuchtetes VW-Logo. Die durchgehende LED-Spange kennen wir ja schon bereits. Und die Black Edition zeigt sich auch durch schwarze R-Logos. Der Stoßfänger ist auch neu. Ist viel los hier unten, ganz schön zerklüftet. Sammelt auch reichlich Dreck und Steine hier unten. Jetzt zu sehen, seit dem Facelift, die ganze Technik, ACC-Sensor, Kamera, war vorher irgendwie so ein bisschen alles besser versteckt. Genau, gucken wir mal unter die Haube. So, machen wir auf und was auffällt, wir haben nach wie vor keine Haubenlüfter. Das heißt, wenn du hier Wasser oder Öl nachfüllst, sparst du dir das Fitti. Soll ja beim alten EA 888 gar nicht mal so selten gewesen sein, dass man Öl nachgefüllt hat. Hier hat man jetzt die Variante mit 333 PS und unveränderten 420 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze etwas traurig angerichtet. Früher hat man hier nochmal irgendwo ein Logo drauf gehabt oder sonst irgendwas. Das ist halt alles nicht mehr. Ja, und dieser Allradbock wiegt übrigens knapp 1600 Kilo und ich weiß gar nicht, wo das Gewicht herkommt. Ironisch gemeint. Ja, geht's weiter mit der Seitenansicht zum Golf R in der Black Edition. Die Insignien, klar erkennbar, 19 Zoll in schwarz, dahinter schwarze Bremssättel, schwarze Außenspiegel, beim normalen Golf R in Silber ausgeführt. Wenn man einsteigt, sieht man hier noch ein Black Logo und wenn wir nach hinten gehen, haben wir dann nach, naja, wie soll man sagen, Stand der Technik angelaufene Rückleuchten in neuem Design, 3D-Optik, eine riesen Frittentheke oben, Teil des Performance-Pakets. Hätte ich fast vergessen, Air-Curtains vorne hat er natürlich auch noch. Und wenn wir einmal ganz rumgehen, haben wir dann auch nochmal ein schwarzes R-Logo, ein schwarzes, leicht verdrecktes VW-Logo und in diesem Fall keine Akrapovic-Anlage, sondern die Standardanlage typisch R 4-Rohr-Design. Ansonsten gilt, du bist ja mit so einem Golf R eigentlich immer ja, gut gekleidet, könnte man fast sagen. Ob du jetzt vom Casino bist oder bei den Schwiegereltern vorfährst oder zum Arbeitsbesuch, da wird dir das Auto eigentlich keiner krumm nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Gut, der Black trägt jetzt ein bisschen dicker auf, aber du kannst ja den normalen R auch nehmen. Alternativ auch als Variant, weil da kannst du dann noch ein bisschen mehr transportieren als Luft und Liebe. Hier passen nur 341 Liter rein oder maximal knapp 1200 Liter. Es bleibt halt ein Golf, ne? Dann machen wir jetzt mal hier Kai hinter Thomas, Thomas hinter Kai, Thomas hinter Thomas. Ich habe den Vordersitz auf mich eingestellt. Ich bin 1,94 Meter groß und schäle mich mal rein hier in den Golf. Es ist ja traumhaft. Die Hinterbänkler ja, haben ein bisschen Luxus. Was heißt ein bisschen Luxus? Die haben eine Klimaanlage hier. Keine Sitzheizung, gibt es auch nicht optional. Und nach wie vor ja, schön Zweiklassengesellschaft. Vorne haben wir ein bisschen geschäumte Kunststoffauflagen. Hier haben wir Hartplastik. Aber naja, in der Mitte Cup-Holder ist jetzt halt nicht so ideal für mich hier hinten. Da kannst du noch dein Telefon hier vorne reinstecken. Ansonsten war es das ja auch schon mit der Rücksitzbank. Ich würde sagen, wir schauen lieber mal nach vorne ins Cockpit. Dann schauen wir uns das Cockpit vom Golf R in der Black Edition an und da hören dann natürlich die Unterschiede zum normalen Golf R so ein bisschen auf. Also wir haben hier natürlich jetzt echt Carbon drin im Testwagen, kostet 950 € Aufpreis, ist jetzt auch neu mit Facelift gekommen, kann man aber auch in den normalen Golf R bestellen.
Dann natürlich sehr bequeme Sportsitze, in dem Fall jetzt mit Stoff ausgeführt. Gibt es auch mit Nappa-Leder und dann hast du auch die Option, oder die kommt dann dazu, mit einem guten Sitz, der elektrisch verstellbar ist. Der Beifahrersitz ist immer manuell. Verstehe ich ehrlicherweise nicht für den Preis, muss ich sagen. Aber natürlich die größte Neuerung zum Facelift ist der neue Monitor, neue Bildschirm. 12,9 Zoll, ist jetzt auch viel flüssiger und auch nicht abgestürzt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo ich ihn jetzt mal sauber gemacht habe, ganz wichtig, wenn wir ein Tuch dabei haben, wenn du da fester drauf drückst, das knarzt halt schon ganz schön. Und ich frage mich immer so, ja, also warum? Ne? Es ist wahrscheinlich nicht einfach, sowas knarzfrei zu machen, aber es hat auch was mit Qualität zu tun. Verstehe ich nicht. Ne? Dafür immerhin endlich beleuchtete Touch-Slider hier unten. Hat ja auch nur ein halbes Modellleben lang gedauert beim Golf. Und auf die Leisten muss ich nochmal zu sprechen kommen. 950 € hatte ich erwähnt. Und dann habe ich trotzdem nur Plastik-Schaltpedals hier. Da hätte man doch noch das Carbon auch nochmal durchziehen können oder Alu-Pedals nehmen können. Wie auch immer. Einfach um diesen qualitativ hochwertigen Abschluss zu schaffen. Denn eigentlich ist die erste Reihe vom Golf 8 gar nicht so schlecht. Wir haben auch noch geschäumte Oberflächen, also nicht dieses Kratzplastik wie hinten. Schöne Einleger in den Türen, das macht eigentlich was her. Ja, über den kleinen Stummel hier kann man sich vortrefflich streiten. Einsparungsmaßnahmen würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten hätte ich eigentlich lieber noch einen Wählhebel gehabt. Handschalter gibt es sowieso keinen mehr. Und ich hatte es vorher in der Hand gehabt. Auch hier brauchst du regelmäßig das Tuch, weil sonst verschmiert dir dieser Klavierlack unendlich. Ja, weiß ich nicht, ob das sein muss. Ja, starten wir rein in den Fahrbericht zum Golf R 8.5 in der Black Edition und es macht schon ziemlich viel Spaß. Also wie der um Kurven geht, wie sie den abgestimmt haben. Hut ab, muss ich sagen, auch wenn mich jetzt hier ein bisschen die Sonne gerade blendet. 333 PS, 420 Newtonmeter, 4,6 Sekunden von 0 auf 100 und Höchstgeschwindigkeit jetzt hier 270 km/h. Das sind für einen Golf schon wirklich Traumwerte und das liefert er auch wirklich immerzu ab. Er hat massig Druck, das macht richtig Laune auch auf der Autobahn. Immerzu bist du wirklich meistens zu schnell unterwegs, weil er schüttelt das auch so leicht aus dem Ärmel raus, macht das so locker flockig. Der 2 Liter TSI hier drin und vielleicht erwähnenswert mittlerweile auch keine elektrische Unterstützung. Das heißt, wir haben hier volle Verbrennerkraft. Das Ganze verbunden an ein 7-Gang DSG und 4Motion Allrad. 4Motion Allrad mit Torque Splitter. Das bedeutet, die Leistung wird nicht nur von vorne nach hinten, sondern auch zwischen den beiden Hinterrädern verteilt. Und das hat zur Folge, dass wir ein wesentlich dynamischeres Fahrverhalten haben. In Kurven wird das kurveninnere Rad zum Beispiel leicht abgebremst, das kurvenäußere Rad bekommt dafür mehr Drehmoment und wir haben immer so einen leichten Impuls in der Hinterachse. Das merkt man und das macht richtig Laune und fördert den Fahrspaß. Lenkung sehr angenehm, haben sie gut gemacht, auch das Fahrwerk, also Hut ab, der Spreizungsbereich von Komfort zu Sport, der ist wirklich weitreichend und da kannst du lange Strecken mitfahren und auf der anderen Seite kannst du aber auch auf dem Rundkurs das Auto richtig bretthart machen. Da würde ich sagen, das können nicht viele besser. So, und übrigens beim Fahrmodi noch, vielleicht, das hört man bestimmt, ich bin jetzt mal im S-Gang, wir sind jetzt im Race-Modus und jetzt nehme ich den mal raus gegen Komfort. Zack, dann cuttet er hier komplett das Innenraumgeräusch raus, was über den Soundaktuator eingespielt wird, der hier vorne unterm Wasserkasten sitzt. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, nee, ich will keinen künstlichen Sound haben. Gehen wir mal rein. Ja, das ist alles so ein bisschen künstlich, so, ja, muss nicht sein. Und auch außen. Wir haben jetzt hier keine Akrapovic-Anlage dran, das heißt, ich kann nicht beurteilen, wie die klingt, aber die normale VW-Anlage, die tönt jetzt nicht schlecht, aber sie tönt jetzt auch nicht übertrieben gut, dass ich sage, hey, boah, was die hier rausgeholt haben, das ist mega.
Und das muss ich aber auch nicht künstlich verstärken. Eine Sache, über die wir noch reden müssen, ist auch der Verbrauch. Hier drin im Langzeit-Bordcomputer stehen 15 Liter. Das ist natürlich für einen 2 Liter TSI schon eine Hausnummer. Ja, er wurde wahrscheinlich artgerecht behandelt, würde ich jetzt mal sagen. Auch wir sind jetzt hier nicht gerade zimperlich damit umgegangen mit dem Auto. Dennoch ist ein bisschen weit entfernt von der Werksangabe. Die ist irgendwo knapp über 8 Liter. Auf der Langstrecke wirst du dann aber schon einstellig kommen. Der Golf R, der ist halt noch so, ja, da läuft halt noch einiges durch. Ne? Turbo läuft, Turbo säuft. Wir haben hier keine elektrische Unterstützung. Ja, ne? Soweit, so gut. Dann sprechen wir jetzt am Ende nochmal über den einzigen wirklich großen Haken, den der Golf R in der Black Edition hat. So, und der Golf R in der Black Edition ist jetzt ja eigentlich der perfekte Hot Hatch. Für alle Gelegenheiten irgendwo hast du das richtige Auto, der macht richtig Laune und trotzdem, einen entscheidenden Haken gibt es am Ende und das ist der Preis. 67.000 Euro kostet der Testwagen, so wie er da steht, und auch der Golf R, der normale Golf R, kostet 55.000 Euro mindestens. Und da muss ich ganz persönlich sagen, ist mir zu viel Geld für einen Golf R. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Servus.